Jo, Teil 2 haben wir jetzt auch fertig geschnitten. War echt übelst Arbeit, das alles rauszucutten. Ich bin ja auch so ein Kandidat, ich mache so ganz viel Füllwörter und und zieh mal die Nase hoch und den Müll in Steinwald komplett raus. Dann kriegt man das auch alles ein bisschen verdichtet. Ja, Teil 2, es bleibt weiter spannend, es bleibt weiter deep. Es wird vielleicht noch ein bisschen pikanter. Bleibt mir zu sagen, viel Spaß damit. Ich bin ja beruflich tatsächlich relativ gut vorangekommen. Wenn man bedenkt, wo man herkommt, so mein ganzer Werdegang ist ja, dass ich als kleines, meine Mama war alleinerziehend, ich kenne es, arm zu sein. Wir hatten nie was, Sozialhilfeempfänger, mehrere Kinder. Also ich kenne es, als kleines Kind hatten wir eine Zeit lang keinen Strom, weil kein Geld da war. Dann haben wir die Wohnung verloren, haben keine neue bekommen, weil ist ja klar, eine Mama mit 3 Kindern, Sozialhilfeempfängerin, kriegt jetzt auch nicht unbedingt sofort eine Wohnung, war zumindest damals so. Dann mussten wir bei Bekannten unterkommen und haben auch im Sommer dann im Garten, im Zelt gepennt. Also ich kenne das wirklich, arm zu sein so. So, meine Mama hat mich immer oder uns immer mit sehr viel Liebe und so aufgezogen und Empathie. Das war eine ganz wichtige Lektion. Da bin ich sehr dankbar, dass ich das und auch meine Frau vor allen Dingen auch das an unsere Kinder weitergeben konnten auch, diese Liebe und Empathie. Aber ich kenne es halt echt total arm zu sein und aber es hat mich nicht zu einem verbitterten Menschen gemacht. So, im Gegenteil, ich habe jede Chance versucht wahrzunehmen, habe immer positiv gedacht, war immer freundlich, war immer dankbar, weiß die Dinge zu schätzen und das macht dich auch zu einem Menschen, der dann eventuell, wenn sich Dinge ergeben könnten, dann in die engere Auswahl kommt, weil du eher ein positiver Mensch bist. Also self-fulfilling prophecy. Du denkst gut, du fühlst gut, also widerfährt dir auch Gutes. Ne? Das ist so ein bisschen Mindset-Geschichte. Boah, wir reden hier voll schon wieder deep, Alter. Richtig krass. Ja, witzig. Aber ja, warum nicht? Ne? Wenn es euch entertaint. So. Machen wir das. Dann doppelt sich das hier nicht. Ne, da war ich eigentlich stehen geblieben. Wobei, können wir doch auch hier wieder Just Chatting machen. Ja, wie gesagt, ich kenne das, arm zu sein. Umso dankbarer bin ich auch, dass es eigentlich ganz cool ist so. Beruflich bin ich vorangekommen, das war alles cool. Ich war immer fleißig, hab da so meinen Werdegang gemacht, hab dann den mutigen Schritt gewagt nach 17 Jahren öffentlichen Dienst in die Vollzeit-Selbstständigkeit. Das muss man ja auch mal machen. Also im Grunde haben 99% aller Leute gesagt, du bist so bekloppt. Aber bis jetzt hat es sich auch ausgezahlt irgendwie, bis auf dass das Finanzamt ärgert. Ne? Das ist ja phänomenal, wie viel Geld gestern habe ich Post von der Krankenkasse bekommen, Beitragserhöhung. Ich zahle aktuell im Monat für die gesetzliche Krankenkasse 1.256 Euro. Ich und meine Frau knapp über 500. Also wir zahlen jeden Monat 1.800 Euro an die Krankenkasse dafür, dass du so gut wie überhaupt keine Versorgung bekommst. Du kriegst keine Termine, du kriegst nur das Nötigste und ich in meinem Falle jetzt als Selbstständiger kann mir das gar nicht leisten, krank zu machen. Man quält sich dann zur Arbeit. Aber jetzt bin ich halt auch schon älter. Ich bin ja hier so ein Krüppel. Ne? Ich habe ja hier einen Sportunfall gehabt. Ich kriege den Arm nicht mehr gerade. Ich habe chronisch Schlafapnoe. Mich nimmt keine private Krankenkasse. Und wenn, wäre sie genauso teuer wie die gesetzliche. So, und würde ja jeden Monat jedes Jahr teurer werden. Ne? Von daher ist das Thema ist traurig mit der Krankenkasse auf jeden Fall. Klar, jetzt sagen die Leute, ey, wenn du so viel bezahlst, dann verdienst du auch viel. Ja, aber es bleibt halt nicht so viel über, ne? Es ist ja wirklich erschreckend, wenn du selbstständig bist und du kriegst 100% deiner Einkünfte inklusive Umsatzsteuer. Ich bin ja auch umsatzsteuerabfuhrpflichtig, kommst ja nicht drum rum. Es ist ja tatsächlich erschreckend, was auf dein Konto eingeht und wie viel du davon wieder wegtust und wie viel am Ende nur noch überbleibt für dich. Das ist, wenn du angestellt bist, kriegst du das gar nicht mit. Dann kriegst du ja nur die Lohnsteuer oder die Sozialabgaben. Aber dass ich hier fast 10.000 Euro Gewerbesteuer an die Stadt zahle, ist auch Frechheit. Ich wohne kein Kilometer von der Autobahn weg und meine Wertschöpfung ist zu 100% in einer anderen Stadt. Ich arbeite hier in dieser Stadt nicht. Und ich muss echt, letztes Mal waren es 8.000 Euro Gewerbesteuer für 25. Dann zahlst du 15.000 Euro Krankenkasse. Und dann, wenn es schlecht läuft und ich habe leider nicht so viel abzusetzen, ne, weil ich halt als Dienstleister, als Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ich brauche ja kein Material. Ist ja nicht so, dass ich als Schreiner holst du dir Baustoffe und sowas habe ich ja nicht. Ich habe meinen Werkzeugkoffer, ich habe meine PSA, ich habe mein Auto und das war's an Ausgaben. Ja, es ist leider so. Willkommen in Deutschland, ne? Ich mag das Land doch nicht. Ich find's doof. Es hätte cool sein können, aber irgendwie ist es nicht cool. Irgendwie läuft da einiges schief. Aber wie gesagt, ich will da jetzt auch politisch
politisch gar nicht zu viel reden. Ne? Das Schlimme ist halt auch, gerade weil ich diesen Werdegang habe, dass ich eben nicht irgendwie Geld erben werde oder irgendwas. Ja, Deutschland wird in die Wand gefahren, ja. Deutschland hat an vielen Punkten die Entwicklung in das 21. Jahrhundert verschlafen, auch was Technologie angeht, was wirtschaftliche Betrachtung angeht, was Weltoffenheit angeht. Das ist an vielen Punkten leider verkackt, wirtschaftlich verkackt. Das wird uns noch beschäftigen einige Zeit, auf allen Ebenen. Ja, aber dann Brot und Spiele, ne? TikTok aufmachen und einfach durch TikTok scrollen und dann ist die Welt in dem Moment eine bisschen herrlich. Ja, ist ja nicht nur Merz, ne? Bei dem ist jetzt halt aber extrem deutlich auch. Aber die Politik ist ja seit vielen Jahren kaputt. Und ich weiß das ja auch, weil ich halt aus dem öffentlichen Dienst komme und auf kommunaler Ebene sehr nah an der Kommunalpolitik dran war. Weiß ich ja auch, dass das ganze Thematik Politik grundlegend im Kern schon falsch läuft. Das darf nicht so sein, dass die Politik ein Organismus darstellt. Politik muss im Grunde nur die Zusammenkunft der Gesellschaft sein und nicht, dass Politiker schon, weil sie in einer Politikerfamilie groß gewachsen sind, politisch erfolgreich sind. Gibt ja, guck mal, so ein Beispiel ist Paul Ziemiak. Ich weiß nicht, kannst ja mal googeln, das ist ja bei der CDU irgendwie ein Generalsekretär mittlerweile. Der kommt ja bei mir aus der Ecke, den kenne ich ja, wo er klein war so. Der Mann hat ja nichts drauf. Der hat alles abgebrochen, der hat keine Abschlüsse, nix. Der kann labern, der hat das immer gelernt, der war immer in der Politik unterwegs und ist jetzt eine große Nummer und verdient verdammt viel Geld. Der Mann, der wäre in der freien Wirtschaft, wäre der aufgeschmissen. Ja. Ich sag mal so, ich versuche das auch realistisch zu sehen. Ne? Ich mache mir da nichts vor. Ich bin ja so Wissenschaftsmensch und so Wissenschaftsmäh. Und ich versuche immer so die Dinge logisch zu betrachten. Eins weiß ich ja, ne? Jeder von uns, jeder, ausnahmslos, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, nutzt ja seine Vorteile gewinnbringend für sich. Jede Putzfrau hat mit Sicherheit einen Lappen und einen Reiniger von der Arbeitsstelle zu Hause. Ich habe mit Sicherheit auch noch irgendwo ein Kabel von meinem alten Arbeitgeber hier so. Die Bürokraft hat Druckerpapier und Kulis von der Arbeit zu Hause. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es da einen gibt, der nicht mal sich was mitgenommen hat von der Arbeit. Das macht doch jeder. Jetzt ist halt der Punkt, je größer die Möglichkeiten, desto größer der Benefit. Ja, bestimmt ein Hammer oder so hast du doch bestimmt zu Hause. Gerüstbauer, geil. Ja, das ist tatsächlich ja schon Nische so, ne? Ich habe das ja, ich habe ja 10 Jahre technisch das Gelände betreut vom Sauerlandpark hier in Hema. Und ich fand das immer bezeichnend. Ich habe ja einmal im Jahr Inventur gemacht und ich fand es immer bezeichnend, dass immer die Dinge fehlten, die man auch zu Hause brauchte. Also du weißt ja, Veranstaltungstechnik ist ja tendenziell sehr, sehr speziell und auch echt teuer. Jetzt könnte man meinen, wenn man sich bereichern will, indem man bei mir ins Lager geht und dort was klaut, dass man die Dinge nimmt, die klein sind und teuer sind. Ich habe zum Beispiel einen Mikrofonkoffer gehabt. Das ist ein kleiner Koffer, der ist schnell eingesteckt, der kostet 3.000 Euro, zack. So, wenn du gewollt hättest, hättest du den einfach schnell mitgenommen und hättest mal eben, zack, 3.000 Euro im Sack, bumm. Das klaut man aber nicht. Was immer gefehlt hat, Dreifachstecker, Kabelverlängerung, kleine LED-Fluterlampen. Ja, ein anständiges Mikrofon. Mal 3.000 ist nichts. Es gibt Mikrofone, da zahlst du 10.000 Euro für. Also ich habe ja in der Veranstaltungswelt, habe ich ja mit Werten zu tun, die sind jenseits von allem. Ich hänge manchmal, weiß ich nicht, 80 Lampen an 4 Traversen, wo eine Lampe 20.000 Euro kostet. Also wenn du das mal hochskalierst. Ich habe jetzt zum Beispiel Rock am Ring, kleine Anekdote, mache die Hauptbühne, ne? Und da haben wir dann 8 Tower gehabt auf dem großen Gelände und auf den Towern waren Lampen, fette Lampen von Elation und es waren Flamejets. Und wir hatten 72 von diesen Lampen auf den Towern und warte mal. Ich finde da bestimmt Fotos. Na, mach mal auf. Jedenfalls waren die Lampen aufgrund der Tatsache, dass die, glaube am letzten Tag bei Iron Maiden so lange auf den Flamejets gestanden haben, waren die ganzen Lampen verbrannt. 72 Elations waren verbrannt und eine davon kostet 10.000. Das heißt, da reden wir von einem Bruttowert von 720.000 Euro, die im Arsch waren. Jetzt war der Schaden natürlich nicht. Ja. Hier, guck mal. Da. Die sahen alle so aus, ne? Weiß nicht, ob es siehst gerade. Ach nee, siehst du nicht. Muss ich nochmal hier den machen und den machen. So. Die sahen alle so aus, ne? Alle verbrannt. 72 Stück. Weißt du Bescheid, ne?
Die haben gut Hits abbekommen. Wie gesagt, der Schaden wird jetzt nicht Neupreis sein. Da sie ja bis zum Schluss gespielt haben, gehe ich davon aus, dass die Elektronik und die Mechanik da drin heile geblieben ist, dass das nur ein Thema vom Gehäuse ist. So, und wenn du jetzt mal berechnest, Gehäuse, lass es mal, was weiß ich, 800 Euro kosten oder so mit Montage. Dann klar, du hast die Montage, das muss ein Mitarbeiter machen. Dann gibt's noch eine Qualitätssicherung. Also sprich, es wird einmal überprüft, ob die Lampe wieder so spielt und diese ganzen Geschichten. Lass es mal 35% des Kaufpreises sein in Reparaturkosten. Aber es ist trotzdem eine ganze Menge Asche, im wahrsten Sinne. Ja, aber das ist so, ne, gefehlt haben am Ende immer die Sachen im Lager, die jemand zu Hause brauchte. Ich habe aber auch nicht, ich habe das 2-3 Jahre gegengerechnet. Ich wollte das immer abstellen. Ich habe mich da auch sehr bemüht, eine Lösung zu finden, aber auch da wieder die Logik siegt. Es sieht nun mal so aus, dass ich kein System hätte installieren können und etablieren können, was den Schwund um 100%, ich hatte mal einen Schwund von 3.000 Euro ungefähr, das war so Pi mal Daumen, 3.000 Euro im Jahr an Schwund. Das ist nicht viel. Wie gesagt, wir reden von Mehrfachsteckern und so. So, ich hätte nichts installieren können, was meinen Schwund zu 100% reduziert in dem Jahr, was günstiger war als die 3.000 Euro. Das heißt, am günstigsten bin ich gefahren, den Schwund hinzunehmen und einfach nachzukaufen, weil alles andere wäre teurer gewesen. Also hat man es schweren Herzens einfach akzeptieren müssen. Aber das ist der Punkt, so mit jeder nutzt das, was er an Möglichkeiten hat, doch für seinen Vorteil. Und das machen Politiker ja leider auch. Und deswegen bin ich da auch gnädig, würde ich nicht sagen, aber ich bin da ein bisschen entspannter, was die Beurteilung angeht, ne? So, ich bin nicht in der Situation wie ein Spahn, dass ich ein Instrumentarium steuern kann, was dazu führt, dass ich, meine Frau, mein Nachbar, mein Freund oder wer auch immer, ja, Millionen umsetzen kann und ich rechtlich nicht belangt werden kann dafür. Deswegen kann ich nicht beurteilen, wie ich reagieren würde, wenn ich in derselben Situation wäre. Das ist so dieses Prinzip, nimm dir mal ein paar Schuhe, geh damit ein paar Meter und dann urteile über mich. Oder um das auf religiöser Art und Weise zu betrachten, wer frei von Sünde ist, wirft den ersten Stein. Also klar ist das alles scheiße, aber ich weiß, aus meiner Lebenserfahrung kann ich nicht sagen, dass ich es an allen Punkten zu 100% richtig und aufrichtig machen würde. Ich weiß es nicht. Jeder hat seinen Preis am Ende, ne? Und das ist das Problem. Guck mal, ich habe mir mal überlegt, ich bin ja so einer, der auch wirklich weit denkt, nach vorne und auch zurück. Reden ja immer alle über Kapitalismus, dass es irgendwie ein von den Menschen erzeugtes Unikum ist. Ich glaube, dass der Kapitalismus einfach nur die letzte Konsequenz der Evolution ist. Der Evolutionstheorie, die ja besagt, das Erfolgreiche setzt sich durch. Und was hat den Menschen denn so erfolgreich gemacht? Die Tatsache, dass er nach vorne denken konnte. Der Mensch war viel mehr in der Lage zu wissen, dass in 3 Tagen das Essen alle ist, dass in einem halben Jahr der Winter kommt. Der Mensch kann ja viel mehr planen und darüber denken, was er eventuell noch brauchen würde, falls etwas eintrifft. So, der Löwe, der frisst die Antilope so weit, bis er satt ist und dann kriegt das Rudel die und dann, wenn was überbleibt, kriegt's der Rest. Das ist, beim Menschen anders. Der Mensch hat das Mammut geschossen, hat das Mammut mit in die Höhle gepackt, hat sich überlegt, wie kann ich es haltbar machen? Okay, lass uns das verbrennen, dann hält es 3 Tage. Oder im Winter, lass uns das auf Eis legen, dann hält es vielleicht irgendwie 3 Wochen. Und konnte somit viel erfolgreicher sein als andere Menschen oder der Neandertaler, der das nicht so gemacht hat. Und somit hat sich dieser Gedanke, diese Fertigkeit, sich mehr ranzuschaffen, als man jetzt gerade braucht, hat sich bewährt. Das ist quasi der Kapitalismus ein inhärenter Drang zu überleben, den der Mensch perfektioniert hat aufgrund seiner Intelligenz. So, jetzt müssten wir natürlich sagen, okay, wir sind heutzutage so intelligent, dass wir wissen, wir brauchen das nicht mehr. Aber wir sind ja nach wie vor Tier. Und am besten lässt sich das damit erklären, wenn man auf die Sexualität schaut. Wir wissen das ganz genau und gerade wir Männer haben immer Bock und haben ganz andere Betrachtung auf das Sexleben wie die Frauen, weil es für uns ja auch was ganz anderes bedeutet. Klar, es ist, wenn man jetzt den Mensch sieht, Mann, Frau, Pimpern, ist gleich. Nee, ist es nicht, weil wir ja immer noch im Blut haben, wir pimpern, um uns fortzupflanzen. Das Leben hat das einzige Ziel des Lebens, ist fortzubestehen. So, und deswegen gibt's Sex und deswegen ist es für den Mann eine ganz andere Geschichte wie für der Frau, weil auch da wieder zurückgedacht. Denk mal an die Vergangenheit. Was bedeutet das für einen Mann, ein Kind in die Welt zu setzen? 5 Minuten Zeit, im besten Falle.
wenn er Bock hatte, 1000 Kalorien, konnte er am Tag 3-mal machen, hat 3 Kinder in die Welt gesetzt. So, was war das für die Frau? Für die Frau bedeutet es 9 Monate oder sogar noch länger ein Opfer sein, ne? Also Gefahr für Leben, weil du Beute bist. Du bist nicht mehr so körperlich belastbar, du bist viel anfälliger, du gibst Millionen von Kalorien auf in der Zeit für ein Kind. Und deswegen ist ja der Stellenwert von der sexuellen Geschichte bei dem Mann oder grundlegend empfunden vielleicht ein bisschen anders wie der einer Frau, weil es einfach für Mann und Frau völlig unterschiedliche Konsequenzen hat. Da glaube ich, da kommt das her, dass Mann und Frau in der Thematik sich nicht immer eins sind. Ne? Und deswegen sind auch Männer eher die fremd gehen als Frauen. Frauen gehen auch fremd, aber aus anderen Gründen. Für Männer hat das einen anderen Stellenwert, glaube ich. Das ist einfach, es hat nicht so viel Bedeutung. Ne? Die Frau sucht sich den Mann aus aufgrund von ganz komplexen Kriterien. Also jetzt wieder tierweltmäßig. Ne? Ist ja in der Tierwelt genauso. Und ja, Männer wollen mehr einen wegstecken. Das ist einfach so. Klar, heutzutage können wir darüber nachdenken, ob das richtig ist. Aber ich glaube, da kommt's her. Vieles betrachtet, wenn man zurückdenkt, dass der Mensch eigentlich auch nur ein Tier ist, was komplexer denkt, ergeben auf einmal Sinn, ne? Ist ja, wenn wir beim Pimpern sind, jetzt reden wir über das Pimpern, Alter. Dr. Sommer-Style. Pass auf. Ist ja genau wie mit dem Pimpern an sich. Also es braucht ja im Grunde, hört man das öfter, ist es bei dem Mann so, dass der während des Ackerns ist es mehr Ackern und dieser Moment, der wichtig ist, der Sex sinnvoll macht, ist ja das Übertragen des Spermapakets. Das heißt, alles ist danach gestrickt, dass das stattfindet. So. Und deswegen empfindet der Mann das Ackern auch mehr als Ackern, ne? Und dieser Moment des Ejakulierens ist ja das, worauf es hinausläuft. Boah, da muss es hin. So, und bis dahin ist es Ackern. Ja, nicht Ackern, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Und bei der Frau ist eher so, die Frau muss ja, was muss sie mitbringen, damit das passiert? Sie muss ja so lange Spaß daran haben, und so langsam anrampend und immer wieder aufrechterhalten, das Gefühl, bis der Mann sein Samenpaket abgelegt hat. Und es muss ja, für die Frau ist es gar nicht so wichtig, zum Orgasmus zu kommen. Das ist geil und toll, aber es ist auch, bis dahin ist es auch schön. Und so ist gewährleistet, dass eben am Ende es so passiert, dass Leben erzeugt werden können. Der Mann denkt sich, boah, ich muss ejakulieren und ackert bis dahin und dann kommt das, yay, toll, und die Frau, für die ist es dauerhaft schön und so ist sie in der Lage zu sagen, hey, ich kann das so lange machen, bis der Mann fertig ist. Zumindest klingt es, finde ich, so logisch und so empfindet man es ja auch. Wenn man so oft mal hört, wie die Frau und wie der Mann das empfindet, dann geht es ja so in die Richtung und das ist, glaube ich, damit total erklärt, oder? Ja, klar. Natürlich. Das ist ja dann die zwischenmenschliche Geschichte. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Schnellschießer bist und sie halt gar nicht, du bist ja dann gar nicht in der Lage, das herkömmlich zu machen und musst dir dann was überlegen. Weil wenn der Schlags weich wird, dann wird der Schlags weich. Und wenn man das alles mal so ein bisschen betrachtet, ja, hab ich auch nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Keine Ahnung. Ich rede immer frei Schnauze. Und eigentlich, wie sind wir drauf gekommen? Ich glaube, Felix Lobrecht. Ja, nee, aber Conclusio ist, summa summarum, ich finde es wichtig, wenn man sich über alles Gedanken macht und nicht einfach die Dinge einfach nur ignoriert oder hinnimmt. Das Leben ist toll, das Leben ist komplex, die Welt ist komplex, der Mensch ist komplex, die Physik ist toll, ich mag ja Wissenschaft. Und wenn man sich so ein bisschen mit diesen Gedanken auseinandersetzt, deswegen ist auch, jetzt werde ich doch ein bisschen politisch, aber nur ganz am Rande. Also ich finde ja, das sind völkischen Gedanken falsch, weil wir sind ja alle Lebewesen auf diesem Planeten und es hilft uns nicht, wenn wir in Grenzen denken. Wir müssen weiterdenken. Warum sage ich das? Weil ich nämlich weit denke. Ich weiß, aufgrund dem aktuellen Stand der Technik, der Forschung, aber am Ende sitzen wir doch alle auf diesem Planeten fest und aufgrund dem aktuellen Stand der Technik und dem aktuellen Stand der Forschung wissen wir ja, dass uns hier die Sonne in 4 Milliarden Jahren mächtig um die Ohren fliegen wird. Das ist lange hin, aber es wird passieren, unweigerlich. Das passiert einfach deswegen, weil die Sonne einfach ihren Brennstoff verbrennt und somit das Gleichgewicht, in dem sie sich gerade befindet, zwischen der Energie, dem Energiedruck der Kernfusion, der im Grunde alles nach außen drückt, und die Schwerkraft, die Gravitation aufgrund der Masse, das ergibt ja diesen Status, in dem so eine Sonne ist, ne? Dass das ein Gleichgewicht ist. Der wird irgendwann mal zugunsten des Drucks, der Energie, des Energiedrucks der Kernfusion
dazu führen, dass die Erde sich die Sonne sich aufblähen wird. Sie wird größer werden, weil die Masse wird verbrannt. Somit ist weniger Masse da. Weniger Masse heißt weniger Gravitation. Weniger Gravitation bedeutet, dass es da kein Gleichgewicht mehr gibt. Das heißt, wir werden irgendwann mal an dieser eigentlichen Standardsonne, die wir haben, sehen, dass sie zu einem roten Riesen wird. Das heißt, wir werden hier auf der Erde irgendwie so in der Aurora sitzen bei 300, 400 Grad Standardtemperatur. Das heißt, hier wird nichts zu erleben können. Ja, Weltraum, da können wir uns richtig hart drüber unterhalten. Da habe ich ein bisschen Ahnung von. Auch nicht fachlich, weil ich das gelernt habe, sondern weil ich mich dafür interessiere. So. Genau, darauf wollte ich hinaus. Erde verlassen. So, und wir wissen, dass irgendwann mal das kostbare Leben hier auf diesem Planeten nicht mehr in der Lage sein wird, weiterzuleben hier auf dem Planeten. Das heißt, es setzt uns, weil wir das wissen, ja im Grunde auch, oder es setzt uns in die moralische Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir irgendwas entwickeln, dass dieses Leben Fortbestand hat. Auch wenn es wir nicht sind, weil unsere Lebensspanne sehr kurz ist, dass wir, was weiß ich, irgendwas ins All schicken und versuchen, andere Sterne zu besiedeln. Das wäre eine moralisch sinnvolle Betrachtung, was wir mit unserer Zukunft anfangen. Ganz weit gedacht. Und dabei hilft es uns nicht, indem wir sagen, wir sind jetzt die Deutschen und das sind die Syrer und das sind die Afrikaner und wir sind hier aufgrund von Glück, weil das habe ich mir nicht ausgesucht, dass ich Deutscher bin, das war mein Glück. Wir sind jetzt hier aufgrund von Glück hier auch in Deutschland geboren und deswegen haben wir das Glück, hier alles haben zu können und die Leute in Syrien, die sind mir egal. Also ich finde, da muss man moralisch eine Reife haben, um das zu betrachten, wie es eigentlich sein muss. Dass man, es ist leider so, Tribute vom Panem, ne? Ich glaube, am Ende wir werden erst Frieden auf diesem Planeten haben, wenn wir überall gleiche Bedingungen hergestellt haben. Das heißt, die haben, müssen federn lassen und die nichts haben werden, sie werden kriegen müssen. So, wir brauchen eine allumspannende moralische Instanz, wir brauchen eine allumspannende gesetzliche Instanz und du musst die Erde als Ganzes sehen und dort die Wohnorte, die Ressourcen, den Aufwand da verteilen, wo er notwendig ist. Nur so kann es nur ansatzweise was werden damit, dass wir die Ressourcen so sinnvoll nutzen, dass wir so lange noch forschen können, um am Ende das Ziel zu erreichen, was das Leben immer hat, nämlich Fortbestand. So, das war jetzt echt deep. Das war jetzt richtig deep. So. Und deswegen bin ich politisch eigentlich kein Freund von Grenzen. Ich bin dankbar, dass ich Deutscher bin. Ich bin Freund davon, sich an Gesetze zu halten. Bin keiner, der sagt, es muss alles erlaubt sein, es muss Grenzen geben. Ich wäre auch der Erste, der unterschreibt, wenn es heißt Kinderführerschein. Danke. Ja, du, wie gesagt, ich bin ein sehr denkender Mensch. Ich mache mir über vieles Gedanken. Ich habe auch mit vielen Menschen schon über vieles geredet. Ich war früher mal sehr gegen Religionen, weil ich bin so ein agnostischer Atheist. Ne? Ich habe mal intensiv mit einer Marokkanerin gequatscht, die sehr streng dem Islam zugehörig war. Die hatte auch Männern nicht die Hand gegeben, sondern auf Distanz gegrüßt und so. Und das war sehr, sehr interessant, mit anderen Menschen zu reden, die ganz andere Sichtweisen haben. Das hat mich auch zu einem guten Mensch gemacht, weil ich sag, am Ende habe ich meinen Frieden. Ich bin nach wie vor kein Freund von Religionen, vor allen Dingen als Institution. Aber ich habe meinen Frieden damit gefunden, als dass es die Tatsache ist, dass viele Menschen einfach auch gute Menschen sind, weil sie glauben. Es klingt jetzt Banane, unter Angesicht der Geschehnisse gerade in Berlin, weil das gibt's nämlich auch, dass aufgrund von der Überzeugung schlimme Sachen getan werden. Das ist leider auch die Realität, aber es gibt halt auch Menschen und in dem Falle war diese Dame da ein wirklich guter Mensch. Also die hat wieder das Thema Wahrnehmung, ne? Der eine nimmt es so wahr, der andere nimmt es so wahr, selektive Wahrnehmung. Sie hat halt in ihrem Koran nur die guten Passagen wahrgenommen und hat sich danach gerichtet, andere machen es halt nicht. Ja, ich finde, das gehört privat. Das Konzept Religion gehört privat, finde ich. Es darf nicht sein, dass es aus dem Privathaushalt kommt. Es darf weder staatlich gefördert werden, noch staatlich projiziert. Es kann nicht sein, dass mein Kind, wenn es eingeschult wird, im ersten Schultag an einem Gottesdienst teilnimmt. Wieso ist das so? Aber ich bin nach wie vor, wie gesagt, ich bin so ein agnostischer Atheist. Ich bin agnostisch, das heißt, ich gucke mir selber an, wie die Welt ist und mache mir immer ein Urteil anhand meiner Vorstellung. Das heißt, dass ich nicht irgendwas annehme, sondern ich mir mein eigenes Urteil bilde, und aufgrund dieses agnostischen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass das, was wir als Konzept Grundlage für Religion nehmen, nichts anderes ist wie ein Werkzeug des Menschen, um Macht zu generieren.
Nichts von dem, was da erzählt wird, ob es einen Schöpfer gibt, wie er ist, seine Attribute, ergibt Sinn. Es ergibt alles keinen Sinn, alles nicht. Nicht so. Es ergibt nur Sinn, wenn du annimmst, dass Religionen dafür da sind, um Menschen zu kontrollieren, aber nicht negativ zu konnotieren. Das kann ja auch eine positive Kontrolle sein, aber es ist nichts anderes wie versuchen, eine Gesellschaft in irgendeiner Form in eine Richtung zu kriegen. Ganz neutral betrachtet. Positiv, negativ, gibt's ja in alle Richtungen. Ne? Ja, ich glaube, was ich sehe, ist bei mir nicht der Fall, weil ich bin Wissenschaftler. Nein, Quatsch, ich bin Wissenschaftsfan und ich kann dir sagen, dass nichts von dem, was du siehst, das widerspiegelt, wie es wirklich ist. Setz dich mit der Quantenmechanik auseinander. Guck dir mal den Doppelspaltversuch an. Das zeigt dir eine Welt, die du niemals als real annehmen würdest, wenn du nur deinen Augen traust. Das als real zu betrachten geht nur, wenn du über Logik und Mathematik und über Versuche die Welt ergründest auf verschiedenen Ebenen. Ne? Ja, das ist nur ein Punkt. Lass uns das fast nicht aufmachen. Ich habe so viele Argumente, die dagegen sprechen. Kein einziges Argument, was dafür spricht, außer dass wenn Menschen durch ihren Glauben bessere Menschen werden, dass es okay ist. Ne? So. Und dann ist das auch in Ordnung. So. Und meine Erfahrung ist halt leider, gerade bei dem Thema Religion, du stößt den Leuten ja nur vom Kopf. Statt sie zu erreichen, schaffst du es nur, dass sie sich von dir entfernen und dich doof empfinden. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Siebe des Sokrates, nützt es jemandem? Nein, mir nützt es nicht. Es nützt mir doch nicht, wenn ich durch meine Meinung, die ich jemandem aufdränge, quasi ihn dazu bringe, mir nicht mehr zuzuhören. Was hat dann das Mitteilen meiner Meinung für einen Sinn? Ey Mensch, was für diepe Gespräche hier, du. TikTok. Ich habe noch ein anderes Video gesehen bei TikTok. Das hat mich auch betroffen ein bisschen, weil das ist auch immer die Kritik, die ich bekommen habe damals, um jetzt mal auf das Thema Musik zurückzukommen. Das Thema hat mich immer betroffen in dem Sinne, dass ich immer schnell war. Ich habe immer so 180 Umdrehungen gedreht und musste mir damals schon immer anhören, das ist viel zu schnell. Das ist nicht geil, die Leute können danach nicht tanzen und all das Ganze so. Und ich habe heute einen TikTok gesehen, da war eine Perle, DJ, keine Ahnung, kannte ich nicht. An sich hat einen sympathischen Eindruck gemacht, aber sagte irgendwie sowas, dass es aktuell wohl so eine Geschwindigkeitswar gibt. Dass alle versuchen, möglichst schnell zu sein und damit zu erzählen, dass sie dadurch besser sind oder sonst irgendwas. Ja, du, das ist, die meinte halt irgendwie, dass die Musik dadurch an Gewalt verliert und an Energie und bla. Aber ich musste mich ja damals damit schon auseinandersetzen, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß nicht, wie alt sie war. Sie sah jetzt aber nicht mehr ganz so jung aus. Von daher weiß ich nicht, warum sie auf die Idee kommt, dass es ein aktuelles Thema ist. Das Thema gibt's immer schon. Ja, schnell, aber geil. Ja. Das Thema gibt's immer schon. Und das ist ein Thema, womit ich immer konfrontiert wurde. Weil ich ja auch immer schon so schnell war. Und ich glaube einfach, zum einen verliert es nicht Energie. Klar, der Bass ist höher gepitcht, das heißt, er ist im unteren Bereich. Natürlich fehlt dann da ein bisschen was. Aber die Energie rutscht ja nur nach oben. Die knallt halt dann eher mehr in einem Bereich, der dir eine Backpfeife gibt, statt einen Bauchtritt. Ich merke das ja sowieso auch, ne? Das ist auch mit ein Grund, warum ich layer, ne? Ist, dass ich merke, wenn ich hochpitche, dass der Bass dann halt manchmal einfach ein bisschen dünn ist. So, wenn ich jetzt layer, dann 2 Bässe übereinander habe, dann ist das kompensiert. Deswegen spiele ich schnell und es ballert trotzdem. Aber ich glaube auch, das ist eine Geschmackssache, ne? Weil was ich jetzt festgestellt habe ist, und zum Glück gibt es die deutsche Schranz- und Hardtechno-Szene aus den 2010er Jahren noch aktuell in Budapest. Die Leute heutzutage in Ungarn, in Budapest, feiern genau das so, wie wir es vor 15 Jahren gefeiert haben. Das, was in Deutschland außer Mode gekommen ist. Und die finden es geil und ich finde es auch geil. Ich mag das, wie schnell meine Sets sind oder vom Sven oder so. Ich finde das, genauso muss es sich anhören. Und da komme ich halt zu dem Punkt, dass eben diese eindimensionale Meinung, dieser eindimensionale Gedanke, das muss so sein, weil ansonsten ist es doof, was die Dame da vermittelt hat, ist auch wieder der absolute Gegner und das absolute Gegenprodukt zu dem, wie es eigentlich sein soll. Dass Techno Freiheit ist, dass die Kunst Freiheit ist, dass alles, wenn es gefällt, auch seine Daseinsberechtigung hat und dass es nach wie vor
bei Kunst auch eine Gefallenssache ist. Ihr gefällt es nicht, ist doch in Ordnung. Mir gefallen manche anderen Dinge nicht. Ich habe mir jetzt nochmal Tracks gekauft. Ich habe mir auch Tracks gekauft von Künstlern, die ich von damals nicht kenne, weil ich bin nämlich mal hergegangen, ganz am Anfang, so die ersten 1-2 Monate, habe geguckt, was für Künstler hast du gemixt und was haben die bis seitdem ich aufgehört habe, an Produktion rausgehauen. Da habe ich alles durchgegrast. Ich muss also alles nicht, aber viel. Und ich muss erschreckenderweise feststellen, dass manche Leute, wie zum Beispiel Instigator, halt auch einfach aufgehört haben, viele Tracks zu produzieren. Das, was sie produzieren, ist immer noch gut, aber es ist nicht mehr viel. Ja, Svetek, klar. Buchecha, Svetek, ja, wie gesagt, Instigator. Golpe ist immer noch am Start und auch gerade echt Fame. Slugors, diese Geschichten, da gibt's so viele. Ich habe aber auch jetzt die letzten 2-3 Plattenkäufe mal nach aktuellen Künstlern geguckt und da habe ich ein paar coole gefunden. Ich habe auch einige von diesen neuen Künstlern, ich habe mir einige Sachen gekauft. Ich bin nämlich mal hergegangen und habe nicht nach Künstlern gesucht, sondern nach Labeln. Jetzt habe ich mal zum Beispiel Nukleon geguckt, alles nach Nukleon gesucht und habe mir mal die ganzen Produktionen reingezogen. Dann habe ich mir Dixons angeguckt, hier Audiocode zum Beispiel ist auch aktuell viel am raushauen. Und so. Und da habe ich tatsächlich auch ein paar coole Sachen entdeckt, die ich auch gekauft habe. Ich muss aber in Summe auf jeden Fall erstmal feststellen, es klingt alles viel gleicher. Und was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, ist dieser Style, dass das alles so extrem in den Hochtönern schrillt, ne? Guck mal, der Name sagt mir gar nichts. Den muss ich direkt mal eben einmal zack, Techno-Schranz. Den muss ich mir mal geben. Wie gesagt, es ist irgendwie von den Produktionen her alles so mega schrill. So richtig extrem schrill. Das schingelt richtig in den Ohren. Damals war das alles viel stumpfer. Und das finde ich manchmal passt es, aber ganz oft klingt es so hart übersteuert. Und da frage ich mich, du, ich kenne auch nicht alles. Allein schon, weil ich zu sehr auf die Dinge eingefahren bin, die sich für mich bewährt haben. Ja. Nee, was ich mir gedacht habe, es reden ja jetzt alle wieder über Schranz und so. Und das ist ja alles Schranz und nicht Hardtechno. Ich glaube, vielleicht benennen die das als Schranz, weil es kratzig ist. Es ist ja vieles kratzig und völlig viel Distortion drin und klingt absolut übersteuert. Und da ist ja der Begriff Schranz, kommt ja eigentlich auch her. Aber die Genre Schranz, die ist vom Arrangement, sag ich mal so, Chris Liebing Stigmata Schranz. Ja, total zu 100% deiner Meinung. Ratz, kennst du. Das ist halt der Punkt, ne? Hardtechno mixt du anders. Hardtechno ist anders produziert. Und bloß weil das jetzt so kratzig ist, ist es ja kein Schranz. Bloß weil Chris Liebing mal gesagt hat, so ist der Begriff Schranz entstanden. Aber gut, keine Ahnung. Die Sachen sind ja dauerhaft im Wandel. Es ist ja, in 5 Jahren ist auch wieder alles anders. Und in 10 Jahren ist alles anders. Bis auf der Nelson. Der Nelson bleibt gleich. Ich hatte auch echt viel Gehirnschmalz reingesteckt, dass ich mein Setup wieder baue, dass es so klingt wie damals, weil es ja schon alles speziell war. Es war alles sehr selbst gebaut. Der ganze Klangteppich, den ich da grundlegend irgendwie versuche über Ableton reinzubringen, das hatte ich ja alles nicht mehr. Ich habe mir den schon hier gespeichert. Wir können da mal reinhören, wenn du gerne möchtest. Könnte ich mal hier Code of My DJ zum Beispiel. Boah, das klingt schon mal geil. Ich muss mal gerade gucken. Aber du kannst mir auch gerne einen Spotify-Link schicken, ne? Hey, Cedric, mein Guter. Ja? Also, warte mal. So müssen wir das machen. Alter Schwede. Aber ich habe kein Spotify. Ja, eigentlich wollte ich Tracks sortieren. Ein bisschen, aber wir können auch einfach ein bisschen... Ja, das scheppert doch richtig immer. So muss das sein, hör mal. Richtig cool. Danke für den Tipp. Da gibt's genau nur eine Sache, die daraus folgen muss. Hat leider noch nicht so viel gemacht, ne? Oder? Oh, doch. Hard Dance. Ey, das ist das, was ich oft sehe, ne? Wenn ich jetzt Beatport gucke, da gibt's viele, die vorher irgendwie nicht so geile Musik gemacht haben, aber dann in den Hardtechno gegangen sind. Das scheint bei ihm ja auch der Fall zu sein, ne? Ja, das hast ja sowieso. Ich finde das aber gut, dass Leute nicht immer nur dasselbe machen, sondern so ein bisschen Variationen bringen, ne? Aber gefällt mir ganz gut, werde ich mal genauer unter die Lupe nehmen. Guck mal, das kommt alles noch raus hier, ne? Scheppert auf jeden Fall.
Das eher nicht so, das ist Hardstyle. Ja, was habe ich gekauft die letzte Zeit? Also Beatport mache ich ja noch nicht so viel. Da habe ich jetzt erst 2-3 Mal was gekauft, weil Juno-Download ja down ist. Kann man das ja nicht... Ich habe schon ein bisschen was gekauft in letzter Zeit. Gucken wir mal auf letzte Seite. Wann war das erste Mal? Steht das Datum, wann ich das gekauft habe? Steht natürlich nicht, ne? Steht aber auch nicht, wie viel das sind jetzt, ne? Ja, und immer hier AEFF, ne? In Qualität. Ja, hier gibt es auf jeden Fall ein paar coole Sachen. Drake oder hier Marco Leckbert. Den kannte ich nicht. JGMZ. Wo steht das? Ach, da, genau. Da habe ich angefangen. Das ist das vom Juni bis jetzt. Vorher hatte ich ja bei Juno angefangen mit kaufen. Hier habe ich jetzt noch vor wenigen Tagen noch was gekauft. Derum, Venox, cool. DSTM. Hier, man sieht ganz viele Künstler, die so komische Namen haben. Hier ist auch geil, Alter. Theorem, richtig cool. Deep Secret hat ein paar coole Sachen. No Choice, geil, ne? Dann habe ich auch, müsste auch hier mit bei sein, irgendwo, genau, Stoltenhof, richtig cool. Richtig cool. Ist aber auch mehr so treibend und nicht so verspielt. Blaze, klar, der wird wahrscheinlich gerade richtig hart durch die Decke gehen. Ne, der ist ja gerade in aller Munde. Ja, Solid, mega geil, Alter. Ja, Whittaker, ich sag's dir, wie es ist, ne? Mit Instigator ist Wicked Whittaker ja mein absoluter Favorite. Das ist alles so perfekt, was der macht. Und guck mal hier, ich zieh das mal hier rein. Siehst du das? Ich habe von meinem lieben, netten, alten Buddy sein ganzes Lebenswerk bekommen. Alles, was jemals auf Jason's Mask, auf Fatalic Resignation, auf Bad Brains, auf Section 7 produziert wurde als Master. Deswegen, also ich habe hier von Whittaker, wie viele Tracks habe ich von Whittaker? Ich habe von Instigator weit über 300. Ich habe von Whittaker mit Sicherheit auch 200 Stück oder so. Ja, ganz viel. Ganz viel. Ja. Auch mal Shoutout an Hard Tool Records oder so. Der hat mich angeschrieben auf Soundcloud. Genau, Hard Tool Vision. Der Recke hat mich angeschrieben. Der hat mir auch einen Dingsens geschickt. Ein Trackpaket. Der hat da sein Label und hat mir da ein Trackpaket geschickt und da habe ich auch ein paar Sachen jetzt von verbaut. Das ist ja auch so ein bisschen, wie es damals zumindest ging, ne? Weil heutzutage offensichtlich auch, da zum Beispiel Klangkünstler jetzt oder auch der Kobosil ja auch hier von dem Blaze diesen Unreleased Track spielen. Ja, ich hatte früher auch viele Unreleased Sachen. Mittlerweile sind die wahrscheinlich alle released oder verworfen. Das ist auch so ein bisschen geil, ne? Dass so, wenn du nicht ganz so unbekannt bist, dass du auch Sachen kriegst. Ne? Aber ich habe auch immer Geld ausgegeben. Hast du ja gerade bei Beatport gesehen. Das ist jetzt ein Monat her, wo ich angefangen habe zu kaufen. Oder vielleicht 1,5. Du siehst ja, wie viele Tracks das sind. Was passt hier auf so eine Seite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25. So, 25, 50, 75, 100. Ja, so knapp 100 Tracks allein schon in den letzten 1,5 Monaten bei Beatport gekauft. Und bei Juno habe ich ja vorher gekauft. Von daher, ich gebe ja auch Kohle aus. Ne? Ich finde, das muss man auch supporten. Ne? Und dann, wie gesagt, auch immer als Lossless und nicht als MP3. Das mit einer der großen Vorteile vom digitalen Mixen ist tatsächlich die Tatsache, dass man alles, was man sonst in einem extra Raum angelegt hat, in der Hosentasche hat. Ne? So, wo bin ich denn hier? Jetzt muss ich mal gucken. OBS, da, zack, so. Cedric, wie geht's dir denn überhaupt? Alles Roger? Was macht die Kunst? Du bist Community-VIP, Digga. Ja, du, wie gesagt, mit den Tracks und so, ich habe da noch ganz viel vor der Brust. Ich hatte ja damals das alles viel unsortiert und nur einen kleinen Bruchteil, irgendwie 1800 Tracks. Ich habe das ja mittlerweile, zeige ich mal einmal, auf einer extra Festplatte. Muss ich wieder hier mit der Kamera, so. So, das habe ich nach Label sortiert. Findest du alles an Labels so. Agony habe ich jetzt auch mal ein paar Sachen. Ist auch neu. Ja, hier, was haben wir denn hier? Bad Brains. Immer schön kategorisiert, ne? Hier Section 7 zum Beispiel. Natürlicherweise ganz viel. Schubfaktor, ein bisschen was. Rebirth Society.
Schranzmove für Schubfaktor. Section 7 habe ich auch ein paar. Ja, und so habe ich ein bisschen Ordnung gemacht. Und das sind aktuell, ich kann mal gerade gucken, Eigenschaften. 4474 Dateien, das sind ungefähr 1000 Ordner, genau 3700 Dateien. Dann kannst du dann nochmal vielleicht 500 bis 1000 abziehen. Das sind die Coverarts, ne? Du hast ja immer Coverart da drin hier irgendwie. Jedenfalls habe ich mir das alles mal so angelegt. Das hatte ich früher nicht, deswegen habe ich meine alten Sachen, ist alles noch unsortiert. Und da bin ich nach und nach dabei, das jetzt alles ja, schön zu machen. Aber es ist viel Arbeit. Es ist viel Arbeit. Aber es macht auch ein bisschen Spaß. Das ist ja eine Sache, die dir durch diese ganze MP3-Geschichte flöten gegangen ist. Ey, das ist das Thema Stems, ne? Ich würde sie sehr gerne benutzen, aber gibt's denn Hard-Techno-Produktion als Stem? Weil es ist ja für meine Art, wie ich mixe, ist das ja perfekt. Ich habe meinem Bruder gesprochen. Mein Bruder hat sich, der ist Programmierer, der hat sich jetzt eine fette Grafikkarte, eine 5090 irgendwas geholt und hat jetzt quasi eigene KI Systeme auf dem Rechner, die über die Grafikkarte laufen. Das heißt, er muss gar nicht mehr mit Tokens irgendwie auf irgendwelchen Server farmen, sondern er hat die KIs jetzt auf seinem Rechner und lässt die anwenden und er macht auch Musik quasi. Und der hat auch eine KI, die dir tatsächlich ein Musikstück auseinanderpflückt und daraus Einzelspuren macht. Jetzt ist leider unsere Musik jetzt nicht so, dass da man ganz klar raushört, was ist. Aber er hatte mir gesagt, ich soll ihm mal 2, 3 Titel schicken und dann versucht er da mal Stems rauszumachen. Ne? Also das Thema ist bei mir aktuell. Ich weiß nicht, ob es wirklich Stems gibt. Ich kann zum Beispiel die Sachen hier bei Beatport nicht als Stem kaufen. Ich kann sie leider nicht als Stem kaufen. Oh, ich habe noch was im Warenkorb, sehe ich gerade. Warum habe ich denn noch was im Warenkorb? Habe ich das nicht gekauft? Aber Stems wäre eigentlich für die Art und Weise, wie ich mixe, perfekt. Absolut perfekt. Von daher, ich würde es machen. Absolut. Du hast ja auch von Pioneer hat ja den, wie heißt der? Die haben ja einen Controller rausgebracht, wo du tatsächlich Stems Controls mit drin hast, wo du die einzelnen Spuren rausmuten kannst und selber regeln kannst. Es gibt einen Controller, einen MIDI-Controller oder einen DJ-Controller, der extra für Stems auch geeignet ist. Wobei ich mir das natürlich hier ich habe ja hier meine ganzen Controller hier, ne? Ich könnte mir das ja mit MIDI-Controller bauen. Ich habe noch einen alten K2 noch unbenutzt. Den werde ich mir noch mal irgendwann packen. Den K3 habe ich hier, den benutze ich ja für Traktor. Ne? Also ich habe genug MIDI-Controller am Start, um theoretisch eine Stems-Integration umsetzen zu können. Aber ja, wie gesagt, du findest ja kaum was, ne? Ja, genau. Geil. Ich hatte ja, wo ich mich entschieden habe, wieder Musik zu machen, habe ich mir 3 Sachen gekauft. Die Idee war halt wieder, also vom Setup früher war so, ich hatte den Xone One oder X1, Xone, wie auch immer, 4D von Alan Heath. Das ist ja ein Analogmixer mit 2 MIDI-Controllern dabei. Ja, ich wollte es halt wieder so ein bisschen komplexer bauen. Und dann habe ich überlegt, wie realisierst du das? Dann habe ich erst gedacht, okay, guckst dir mal so einen DJ-Controller an. Aber da hätte ich einfach das Setup nicht bauen können. Dann hätte ich theoretisch einfach nur ganz normal mixen. Ne? Ja, klar, kenne ich. Ich hatte ja den, warte mal, wo habe ich denn das? Videos. Ja, was war das denn? Ja, den ganz fetten von Pioneer, den ganz fetten Controller. Pioneer. Welcher war denn das? DDJ. Das war kein DDJ, ein XDJ war das. Der ganz fette war das. AZ oder XZ? AZ, glaube ich. Genau, Alpha Theta XDJ AZ. Den habe ich mir bestellt gehabt. Dann hatte ich mir den X1 290 bestellt, weil der halt auch 2 Audio-Interfaces drin hatte. Und dann den Pioneer DJM A9. Und dann habe ich überlegt, wie machst du das denn jetzt? Wie baust du dir dein Setup so, dass es geil ist? Und ja, am Ende habe ich mich entschieden, mir so ein Rack zu bauen. Und ja, Roughnicks, vielen Dank für deine Anwesenheit, für die Konversation. Hat Spaß gemacht, war geil. Ne? Also wenn ihr nichts dagegen habt, ich mache ja immer so Stream Highlights, ne? Das heißt, das wird man auch auf YouTube finden, so ein bisschen runtergeschnitten auf das Wesentliche, wobei da war jetzt wirklich viel Gespräch dabei. Da ist nicht viel mit Schneiden.
Nächste Mix kommt morgen, übermorgen. Übermorgen gibt's den nächsten Mix, ne? Hypersonic Revolution 11 als Video und als für Soundcloud. Könnt ihr euch reinscheppern. Dann kommt ja bald nochmal der Mix für den Podcast. Der ist auch geil. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Wünsche einen schicken Abend und wir hören uns, ne? Reingehauen. Naja, dann habe ich mich halt entschieden, mir so ein kleines Rack zu bauen mit mehreren Audio-Interfaces. Das hat nämlich so nicht funktioniert, wie ich mir das mit dem 290er gedacht habe. Und du hast zwar genug Kanäle aufgrund der beiden Audio-Interfaces, aber ich hatte nicht genug wirklich physische Ausspielwege. Also war das Thema durch. Ich habe das versucht mit digital, du kannst dir ja so, gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich hatte mir alles Mögliche dann auch geholt. Dante zum Beispiel, die Dante-Software zum internen Routen. Ich habe mir diese Virtual Audio Kabel und Coconut und wie sie alle heißen, alles geholt. Mal hier ein Fuffi auszugeben, mal da 80 auszugeben. Und dann habe ich versucht, das Audio intern zu routen, weil ich ja mit 4 Stereokanälen gehe ich ja aus Traktor raus, in Ableton rein und gehe dann mit 4 Stereokanälen, ja physisch aus Ableton wieder raus, in den Mixer. So, das sind halt ein paar Routing-Wege und ich habe es nicht ans Laufen gekriegt, ohne dass es nicht irgendwie mal Dropouts hatte und es hat mal geknistert und geknackt und das wollte ich nicht. Ich wollte nach wie vor will ich, dass mein Zeug qualitativ hochwertig ist. Mich stört das, wenn ich einen Mix habe und ich höre auf einmal ein Knacksen, ein Audio-Dropout oder irgendwas. Ja, das ließ sich so nicht umsetzen. Deswegen habe ich gesagt, gehe ich den Weg über mehrere Audio-Interfaces. Habe ich mal halt ein Rack gebaut. Jetzt mache ich das über Toslink, also über Lichtleiter. Ich habe mir auch ziemlich hochwertige Kabel geholt halt, ne? Und das funktioniert jetzt alles cool, wie ich das hab. Das Rack ist fertig, da knackst nichts, ich habe keine Dropouts, es ist immer gut, klingt immer super. Ich kann den Kasten nehmen, Deckel drauf, dann geht der in den Club, dann nehme ich ihn im Club, mach Strom rein, mache meine 4 Audiokabel da rein und dann spielt das System, ne? Früher habe ich ja immer ewig lange gebraucht, um es aufzubauen. Das ist jetzt alles in einem Rack, ganz praktisch. Deswegen habe ich mich dann für den Pioneer A9 entschieden. Da brauche ich keine extra Audio-Interfaces in dem Mixer drin, wie bei dem Allen Heath. Naja, und dieser AZ, der war halt keine Option am Ende. Ich hatte die 3 Geräte da, ich habe mir die angeguckt. 2 davon habe ich wieder zurückgeschickt. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt klingt der Nelson halt, wie er klingt. Klingt ein bisschen anders wie damals. Ich finde, es klingt aber ganz cool. Bin zufrieden mit dem Ergebnis. Habe da lange dran geschraubt, lange gebastelt, bis es so akustisch dem nachkam, wie ich es gerne wollte. Das war die Geschichte, ne? Das war so meine größte Angst, die ich hatte, dass es am Ende irgendwie nicht so... Weil ich hatte von dem ganzen Setup, ich hatte nichts mehr. Ich habe quasi bei Null wieder angefangen. Ja, zumindest hast du andere abgefuckt, weil du dich bereit gemacht hast. Ne? Ich kann ja theoretisch das Rack, kann ich ja hochkant stellen. Ich brauche ja gar nicht mehr viel Platz. Früher hatte ich meinen eigenen Mischer, dann hatte ich nochmal den F1 von Native Instruments dabei und ein Chaos Pad, Core Chaos Pad 3. Dann hatte ich meinen Laptop und dann noch ein Audio-Interface. Ich habe ganz viel Kabel ziehen müssen. Und jetzt, wenn ich jetzt im Club spielen würde, ich würde meinen Rack mitnehmen, 19 Zoll Rack, 2 HE. Den könnte ich theoretisch hochkant da irgendwo hinstellen oder ich stelle ihn einfach flach hin und lege meinen Laptop drauf. Und dann gehe ich mit dem Stromkabel da rein und gehe mit 4 Kabel in den Clubmischer rein und dann bin ich fertig. Ne? Da würde ich mit 3 Kanäle veranschlagen. 3 Kanäle und ein Kanal ist der Rückweg zum Aufnehmen, weil ich würde natürlich auch immer meinen Scheiß aufnehmen wollen. Ne? Bin da ja so immer schön rekorden alles. Den muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ortiz Karev. Geil, geil, geil. Ich bin immer offen für Hinweise von coolen neuen Künstlern und so. Ich habe einfach zu viel verpasst. Zu viel nicht gesehen. Nee, Track sortieren mache ich aber heute nicht mehr. Ich bin auch schon müde. Morgen geht's ins Kino. Ich habe ja nicht so viel Zeit, immer um Kino zu starten. Ja, war auch lange Zeit, war ich beständig, dass ich gesagt habe, nee, ich mache nicht mehr. Das war endgültig. Ich wurde ja oft angeschrieben, hast du nicht Bock, willst du hier spielen oder willst du nicht mal wieder was machen? Und aber irgendwann war es an der Zeit. Es war einfach an der Zeit. Ich glaube, es war auch richtig. Ja, früher haben ja, was heißt früher? Das passiert wahrscheinlich ständig, immer, ne? Gestern, heute, morgen, aber zu der Zeit, kurz bevor ich aufgehört habe, gab es auch eine Welle an ich höre jetzt auf und ein Jahr später waren sie wieder da. Und da haben wir ja auch immer so gewitzelt, es wird groß angekündigt und dann gibt es das Comeback einfach, um Relevanz zu erzeugen.
Und vor dem Hintergrund, dass ich auch einer war, der gesagt hat, das machen die auch, um Relevanz zu erzeugen, bin ich mit der Thematik anders umgegangen. Ich habe einfach aufgehört. Nee, Hardstyle habe ich keine Berührungspunkte mit und Gabba und so, ne? Da sagt mir nichts. Nee, und deswegen habe ich gesagt, ich hänge das nicht an eine große Glocke, ich höre einfach auf. Ich habe natürlich Sven Bescheid gegeben, der musste das wissen, weil ich ja auch noch Bookings hatte und ich habe einfach aufgehört. Es gab kein Post und nix. Ich war einfach weg. Und das habe ich als richtig empfunden. Und dass ich jetzt wieder am Start bin, das war einfach nach 10 Jahren, sag ich mal so, ne. Ja, auch große Künstler, ne, immer mal wieder. Aber es ist halt so, ne, macht halt keine Seuche, oder auch der Krebs oder auch Unfälle machen halt vor. Es ist egal, ob du wichtig oder unwichtig bist. Es war jetzt auch, ich bin ja auch so ein Kinogänger, ne? Ich mag ja auch Godzilla, bin der absolute Godzilla-Fan von früher so. Und die kleine Schauspielerin, die mittlerweile 18 ist, die dieses taube Mädchen gespielt hat bei den neuen Godzilla-Filmen, die ist jetzt letzte Woche bei einem Autounfall ums Leben gekommen. 18 Jahre jung. Oder Paul Walker ist ja auch ein bekanntes Beispiel, ne? Mit Fast and Furious. Steckst nicht drin, du, ne? Ja, und so ist mit Künstlern ja auch, ne? Naja, das kleine, ich weiß nicht, ob du das kennst, die neuen Godzilla-Filme, aber das kleine Mädchen war von Kong, das stumme Mädchen, das taube Mädchen, nicht das stumme, das ist letzte Woche beim Autounfall ums Leben gekommen. Ja. Ja, ich freue mich morgen. Ich fahre bestimmt ein Jahr nicht mehr im Kino oder so. Morgen geht's ab, Spider-Man gucken. Freue ich mich. 23 Uhr nach Bochum ins UCI. Ich unterstütze das ja eigentlich auch. Ich habe mir alles schwarz besorgt. Ich hatte immer diese D-Download-Accounts und bla und habe mir dann Software, Musik, Filme, mir alles immer besorgt. 22 € eine Karte immer jetzt mittlerweile, ne? Und ich bin auch nicht mal Fan von 3D. Ich finde diese 3D, finde ich unerträglich. Das Scheiße ist das. Das nimmt dem ganzen Film Immersion und Bildgewalt, statt es die Immersion gibt. Aber ich unterstütze das. Wie gesagt, damals habe ich mir alles so besorgt. Mittlerweile sehe ich das anders. Klar, jetzt hat man auch ein bisschen mehr Einkommen. Ich habe mir die Software alle gekauft. Ich habe Adobe, diese Creative Cloud, das komplette Abo. Ich habe diese ganzen Sachen, die ich zum Arbeiten brauche. Ich habe, ob es Lexware ist für die Buchhaltung, diese ganzen Sachen. Schon noch an dem Abend, wo du so geschickt hast, habe ich geguckt. Mal gerade gucken hier. Wittdecker hat mir sogar geschrieben heute. Auch geil. Craig Forbes, ein Ami. Das war morgens um 5 Uhr oder so. Schreibt er mich an. You're my number one. 4:17 Uhr. Ja gut, in Amerika ist es tagsüber. Und dann war ich so höflich, habe geantwortet. Und dann fing er an, mit mir ein Gespräch anzufangen. Hat mir Fotos geschickt und so von seinem DJ-Mixer. Und irgendwann habe ich ihm geschrieben, du, wir haben 4:30 Uhr, es tut mir total leid. Ich muss jetzt mal pennen. Ja, kann ich machen. Meine Handynummer ist auch theoretisch kein Geheimnis, ne? Die findest du überall im Internet. Liegt daran, weil ich ja auch mal eine Internetseite hatte und auch eine Sportwagenvermietung. Da muss man auch erreichbar sein. Und ich habe dir den mal geschickt bei WhatsApp. Ich habe mir auch mal, du hast ja Clips, hast du ja gespeichert bei, ja, kannst ja einspeichern, schreib's mich an. Speichere ich. Also zum einen ist meine Handynummer im Internet zu finden. Auch findest du meine ehemalige Firma oder die Sportwagenvermietung auch bei Google Maps. Deswegen ich werde ständig angerufen, irgendwer will mir irgendwas verkaufen und so. Schlimm ist das, aber das musst du ja aufgrund deiner Impressumspflicht. Und da ich ja nie eine Personengesellschaft gegründet habe, sondern immer Einzelunternehmer war, musst du ja deine echten Daten reinschreiben. Wenn du jetzt eine Personengesellschaft hast, klar, dann schreibst du die Daten deiner GmbH oder UG oder was du da für ein Konzept fährst, da rein. Aber als Einzelunternehmer stehen halt deine echten Daten da, deine echte Adresse, die echte Handynummer. Und ganz, ganz früher, da hatte mich Google Maps auch selber getrackt, also auch hinzugefügt. Da stand ich als Nelson Katzer da, als Musikgeschäft. Und dann hatte ich mal einen Anruf bekommen. Metro ist auch geil. Lassen wir so gespeichert. Hatte ich mal einen Anruf bekommen von einer Dame, die einen Gig in Schwerte hatte und noch Gitarrenseiten sucht, ob sie die bei mir noch kaufen kann. Ich dachte, wie bist du denn an die Nummer geraten? Ja, hier bei Google, da steht hier Noise Factory Musikgeschäft. Was ist denn da passiert? Naja. Das wirst ja auch nicht mehr los, ne? Klar, ich habe das jetzt gelöscht irgendwie, aber auch diese Sportwagengeschichte, das findest du ja jetzt überall, ne? Hätte ja leider nicht so sein sollen. Hat ein schönes Auto. Leider letztes Jahr total schade, ey. Ja, du, Thema WhatsApp, also ich bin einer von denen, die
Ich lese zwar oft alles, aber ich antworte nicht immer. Das liegt aber nicht daran, weil ich keinen Bock habe zu antworten, sondern oftmals ist nicht der Moment mit dem Antworten. Ne? Dann bist du am Arbeiten irgendwie, stehst du irgendwo im Lichtgitter in irgendeinem Studio auf dem Arbeitsgerät auf 20 Meter Höhe oder so. So, und dann denkst du, ach, antworte ich später. Dann ist hier Arbeit, Stress, Action, bla. Und dann fährst du nach Hause und dann hast du es vergessen und wie das halt manchmal so ist, ne? Darf man mir nicht übel nehmen, das ergibt sich immer aus der Situation. Naja, ich sag mal so, also ich finde es schon höflich, wenn man auch antwortet. Ne? Manchmal passt es halt in dem Moment nicht. Mit meiner Frau zum Beispiel musste mich auch ein bisschen synchronisieren. Die hat am Anfang hat sie auch überlegt, wie sie es richtig macht. Wenn ich Auto fahre, möchte ich eher Sprachnachrichten haben, weil ich ja im Auto nicht tippen kann und will und lesen kann, da will ich es mir anhören. Wenn ich aber auf der Arbeit bin, dann kann ich mit einer Sprachnachricht nichts anfangen, weil ich oft, dann hast du Lärm und bla. Da will ich einmal kurz aufmachen und ganz schnell den Text sichten. Und dann kann ich ja entscheiden, antworte ich jetzt oder antworte ich später. Und somit musste meine Frau sich auch erstmal eingerufen, wann sie mir was schickt. Wann macht die Sprachnachricht Sinn und wann macht die Textnachricht Sinn. Das kriegt sie sehr gut hin auf jeden Fall. Boah, ich bin auch Fan von Sprachnachrichten. Ich mache das auch und ich habe schon Ärger bekommen von einigen. Auch ein paar Disponenten, die mich so buchen, die auch manchmal über so WhatsApp kommen und bla, wenn ich dann auf Sprachnachricht antworte. Die haben dasselbe Thema. Die wollen sich die Sprachnachricht nicht anhören, die wollen die Textnachricht aufmachen und ein klares Ja oder Nein sehen und dann weiterarbeiten. Und da kriege ich auch manchmal Ärger, weil ich bin auch so einer, ich tippe ganz selten. Ich bin Mr. Sprachnachricht. Zum Glück kann man man kann die ja schnell stellen, ne? Auf 1,5 oder 2. Guck mal, da haben wir ganz viel gequakt auf jeden Fall. Was für eine illustre Smalltalk-Runde. Deep Talk, war gar kein Smalltalk, es war Deep Talk. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich werde mich jetzt auch mal einmal in die Küche bewegen. Ja, Abendessen. Hatte mir gedacht, komm, schmeiß den Streamer an. Das war auch so spontan. Ich hatte halt gesagt, okay, cool, hast ja noch 2 Stunden Zeit, dann machst du schon mal hier Musik an, dann wissen die Leute, geht gleich los. Und dann habe ich mich entschieden, die Stunde mich in eine Wanne zu hauen. Habe mich noch vorher in eine Wanne gelegt. Ja, schön, Nature. Viel Spaß auf jeden Fall. Ich hatte auch immer eine schöne Zeit auf der Nature. Bis auf meinen ersten Nature-Besuch, meine ersten 2 Stunden auf der Nature. Das war 99. Da sind wir dann hin mit dem Zug und dann habe ich Kollegen getroffen. Meine Dudes, meine Reisegruppe quasi ist schon hoch. Man ist ja über den Campingplatz gelaufen quasi. Ist dann hoch zum Eingang. Ich habe aber ein paar Bekannte getroffen, wo ich dann am Zelt hängen geblieben bin. Ich habe meinen Dudes dann gesagt, ich komme dann einfach nach. So, und ich war es halt das erste Mal da. 98 war das, glaube ich. 99 war das. Und da war ich halt auch übelst auf Sendung und hatte aber nichts am Mann. Und hab mir gedacht, scheiße, jetzt musst du natürlich schnell hoch, weil deine Dudes sind auch schon unterwegs. Und dann bin ich, Zeltplatz und dann auf diesem langen Stück. Und dann biegst du ja rechts ab, wo du dann in den Übergangsbereich kommst, wo du ja auch, und das wusste ich ja nicht, zwischen echtem Eingang, wo du ja nochmal rechts um die Ecke musst. So hast du ja innerhalb dieses Mauerkomplexes schon, hast ja dieses kurze Stück, wo das Polizeizelt damals immer stand. Und dann bin ich halt mit echt zügigem Tempo da dran vorbei und das war das gefundene Fressen. Haben sie sich gedacht, den ziehen wir raus, der etwas zu verbergen. Dann war ich das erste Mal auf der Nature One und bin 2 Stunden Anwesenheit auf der Püttner, stand ich schon komplett nackig im Polizeizelt und durfte einmal den Bückling machen. Das war schön. Lovebird habe ich immer boykottiert, weil ich habe immer gesagt, dass es eher ein Schützenfest, wo Techno läuft, als dass es mit der Szene zu tun hat. Aber vielleicht habe ich das auch falsch gesehen. Ne? Aber ich war eher mehr wirklich so der Bunker-Dude, Underground. Ja. Man hat so viele schöne oder tragische Geschichten zu erzählen. Herrlich, ey. Kann nicht sagen, dass die Vergangenheit langweilig war. Ja, du, mein Lieber, ich würde mich jetzt auch mal abseilen hier, ne? Einmal Abendessen. Man hört sich auf jeden Fall. Viel Spaß auf der Nature. Ne? Komm auf jeden Fall an einem Stück wieder. Aber hab Spaß. Ja. Und dann hören wir uns, ne? Bis denne. Ja, Stream beende ich jetzt auch und vielleicht schneide ich auch das Highlight-Video schon. Dann kann ich das auch morgen online stellen. Irgendwie so machen wir das. Ihr lustigen Menschen, ich sag mal bis bald. Peace.